In dieser Folge sprechen wir darüber, was passiert, wenn Daten von externen Partnern über Schnittstellen in pharmazeutische Systeme einfließen und warum ein technisch fehlerfreier Importlauf noch lange kein Qualitätsnachweis ist. Anhand echter Fallbeispiele zeigen wir, wo Daten ins Stolpern geraten, bei Einheiten, Formaten, bei stillen Datenverlusten und bei Werten, die eigentlich plausibel aussehen, aber einfach fachlich falsch interpretiert oder fachlich keinen Sinn ergeben. Die zentrale These: Ein System prüft Formate, doch ob ein Wert wirklich stimmt, erkennt erst, wer das Fachgebiet versteht. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Lieber Hans-Bernd, wenn ich an deine ersten Projekte oder an dein erstes großes Projekt denke, bei einer namhaften deutschen Bank, kann man schon sagen, dass Daten irgendwie dein Spezial- oder dein Steckenpferd sind. Ja, das könnte man schon sagen. Also es fing ja mit einem normalen Projekt an, aber mehr und mehr ging es dann darum, viele Daten zusammenzuziehen, zu transportieren, auszutauschen, zu konsolidieren und so weiter. Und das hat viel Spaß gemacht. Und gerade weil bestimmte Fehler auftraten, die man lösen konnte. Und Da ging es ja schon Herausforderungen. so in die richtige Richtung, ne? Einmal die Tools zu verstehen, aber mit den Tools auch arbeiten zu können und andererseits zu interpretieren, was kommt da jetzt raus nach so einer Konsolidierung und kann das richtig sein? Da hat es Ja. im Vorgespräch Ich hatte eine schöne Anekdote erzählt, wenn du die nochmal... Ja, einer der lustigeren Fälle, das war, dass wir Projektdaten hatten und Projektkosten reportet haben und auf einmal sagten die Leute, das kann ja jetzt hier alles nicht stimmen, die Daten sind falsch, wir erwarten diese Zahl und ihr bringt jene Zahl. Der Fehler, im Grunde genommen genau das Quadrat der Differenz der Währungsumrechnung von Dollar in Euro war. Mit anderen Worten, die Dollar- und Euro-Umrechnung im Quellsystem, also im SAP, war falsch. Das haben natürlich die SAP-Leute komplett rundweg abgelehnt, dass das sein könnte. Aber nach einiger Zeit haben wir dann die Nachricht bekommen, ja, jemand hatte in das SAP-System die Währungsumrechnungstabelle falsch reingeschoben. Wunderbares Beispiel, weil es ja einfach aufzeigt, die Daten waren irgendwie, wie soll man sagen, Technisch technisch richtig, aber richtig, aber von der inhaltlich konnte es nicht passen. Was fasziniert dich dabei jetzt am meisten, tatsächlich dann so in Daten zu lesen und da Unstimmigkeiten festzustellen? Genau, also die Muster zu erkennen, hier ist irgendwas verkehrt, sich zu freuen natürlich, wenn irgendwas sauber funktioniert, klaglos funktioniert, wenn Fehler automatisch erkannt werden und so weiter und wir auf diese Weise glänzen können. Das macht mir natürlich Spaß. Kannst du das quantifizieren? Also wenn du so bei der Bank das Revue passieren lässt, wie groß waren die Datenbestände da? Also um welche, reden wir da um 100.000 oder noch größeren? Ja, das waren Volumina? größere Volumina. Da ging es um viele Dinge, die zusammengezogen werden. Was ist nicht eine kleine Excel-Tabelle mit Nix. 50 Einträgen, wo man relativ schnell, sondern richtig schon. Das war schon ganz ordentlich. Wenn du dieses Umfeld dann mit dem heutigen, du arbeitest ja mit einer Gruppe im pharmazeutischen Umfeld, wenn du das damit vergleichst, also das sind ja ähnliche Mengen an Daten, hat das, wie soll man sagen, eine andere Wertigkeit? Also geht es bei Pharmadaten Das ist- um andere Qualitätsanforderungen? Ja, es kommt natürlich auf die Daten an. Also wir hatten auch bei Bankdaten hat man regulatorische Anforderungen. Damals war SOX so ein großes Thema. Oh ja. Heute hier ist es mehr so GXP und Alcoa, was als Thema ist. Aber eigentlich, wenn man Alcoa jetzt, man könnte diese Anforderungen ja an jeden Datensatz ansetzen oder an jeden Datenbestand ansetzen. In der Pharmaindustrie ist es halt, sagen wir mal, gesundheitsrelevant oder patientenrelevant, wenn am Ende des Tages da ein Fehler drin ist. Aber prinzipiell kann man ja die Maßstäbe, die man jetzt mit diesem Alcoa ansetzt, auch bei jedem anderen Unternehmen ansetzen. Oder man geht Im vielleicht nur Prinzip eigentlich schon, würde ich oder? das unterschreiben. Das Problem ist, du hast oft es ist eine mühevolle Arbeit, die Daten einzugeben Mhm. in ein System. Also versucht man das sich zu ersparen. Mhm. Das heißt, da geht dann ein Manager in irgendeinem Projekt hin und sagt, für mein Projekt brauche ich eigentlich nur das einzudaddeln. Mhm. Und sagt das seinen Dateneingebern Beispiel. und die reduzieren dann die Dateneingabe auf das Nötigste. Und wenn dann das Projekt halbwegs rum ist, dann sagt man, naja gut, jetzt brauchen wir auch nichts mehr einzugeben. Das heißt, man braucht dann die letzten Daten auch nicht mehr abzudaten. So sieht das relativ häufig aus. Das Mhm. Problem ist, dass auf der anderen Seite
Reports laufen oder vielleicht in Zukunft aufgebaut werden, da denkt dann so ein Manager nicht dran, dass die Daten anderswo genutzt werden. Und dann die Enttäuschung groß ist, wenn nichts da ist und die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell falsche Entscheidungen getroffen sind, weil die Daten halt falsch sind, die ist eben dann auch gegeben. Also gebe ich mir von Anfang an Mühe, Wenn man sich von Anfang an Mühe gibt, dann kann ich auch mit jedem einem genau. hohen Ergebnis. Und eigentlich sagt dieses Alcoa-Prinzip, Genau. sieh zu, dass du die Daten alle vollständig da reinbekommst und up-to-date hältst und richtig hältst. Denn schlimmer noch als fehlende Daten sind falsche Daten oder veraltete Daten. Und dann verlässt sich irgendein Report drauf. Man kann das ja gar nicht mehr nachvollziehen. Wo kommen dann die Daten an der Stelle, wo du jetzt mit deinem Team gerade arbeitest, wo kommen die Daten daher? Sind das externe Dienstleister? Das sind verschiedene Sachen. Das sind interne Quellen vom pharmazeutischen Unternehmen natürlich, aber es sind eben auch von den Clinical Research Organizations. Ich bin im Wesentlichen im Bereich Studiendaten tätig. Da wird viel outgesourced bei Studien und die Clinical Research Organizations, die schicken dann das, was sie haben, in irgendeiner Form zum Pharmaunternehmen. Das heißt, sie führen dann quasi für den Pharmahersteller klinische Studien durch. Genau. Die Ergebnisse werden dann quasi, oder die Zwischenergebnisse werden dann regelmäßig über entsprechende Schnittstellen bereitgestellt. Und an der Stelle sitzt ihr und sorgt dafür, dass die Qualität des Eingangs, oder gehen auch Daten raus? Es gehen auch Daten raus. Aber dass da die Qualität auf einem sehr hohen Level Genau. Also wir bekommen die Daten aus verschiedenen Quellen. Wir zum Teil täglich, zum Teil stündlich, je nachdem, was es ist. Zum Teil kumulativ, zum Teil inkrementell, zum Teil über APIs, zum Teil als CSV, XML, Paket, JSON. Also alles, was man sich vorstellen kann. Was man sich vorstellen kann. Und die ziehen wir zusammen, validieren in vieler Hinsicht und bringen das dann, stellen das zur Verfügung für andere Systeme, zum Teil natürlich nur für Reporting, aber eben auch zum Teil zum Upload für andere Systeme, die dann das weiter nutzen sollen. Wieder so, um es zu quantifizieren, was kommt dann da so am Tag? In welchen Größenordnungen kommt dann da? Größenordnungsmäßig würde ich sagen, um die 2 Gig holen wir uns jeden Tag täglich. Das sind zum Teil inkrementelle Files, sonst hätte man nämlich deutlich mehr als 2 Gig. Zum Teil sind es aber kumulative Daten. Da müssen wir dann einzeln mit umgehen. Weil allein das Inkrementelle ist ja dann auch schon ein hoher Ansprechsprung. Inkrementell ist wesentlich schwieriger als von der Technologie her als kumulativ natürlich. Da muss man dann auf die Reihenfolge achten. Man muss potenziell in der Lage sein, diese Daten auch nochmal rückwirkend irgendwo herzuholen. So, wenn du dann mal aus dem Nähkästchen plauderst, was dann so alles an, ich will jetzt nicht sagen an Fehlern, aber an Qualitätsmängeln auftreten kann, wenn dann so ein externer Dienstleister die Daten bereitstellt. Also in der Tat, sagen wir mal grob, haben wir so 3 Fehlerklassen, würde ich sagen. Und zwar ist das eine, dass natürlich ganz plump irgendwelche Files nicht kommen. Ne? Dann haben wir natürlich Validierungschecks. Wenn jetzt ein File fehlt, dann stoppen wir die Integration, denn wir wollen ja konsistente Daten haben. Lieber Daten von gestern und konsistent als Teil der Daten von heute und dann inkonsistent. Da könnte es sein, mal, dass Tabellen korrupt sind oder was auch immer, dass das kein Zugang ist zu den Daten. Da kann alles Mögliche passieren. Dass plötzlich eine View nicht mehr zugänglich ist oder was auch immer. Hat das dann nicht auch mit einer, wie soll man sagen, mangelnden Qualitätsbewusstsein auf Seiten des Dienstleisters zu tun? Ja. Ich weiß ja, was mit meinen Daten passiert. Dann müsste Sollte man meinen. Eigentlich dafür sorgen, so wie wenn ich zum Autohaus gehe und lasse meine Reifen wechseln, dann würde ich schon erwarten, dass er nochmal überprüft hat, ob alle Schrauben angezogen sind. Sollte man meinen, also die Pharmaunternehmen erwarten das eigentlich auch, aber das, was geliefert wird, ist meist eben nicht das. Und wir werden auch in der Regel nicht, obwohl das so festgelegt ist, wir werden nicht vorab informiert, wenn da irgendwas passiert, dass sie da einen Fehler entdeckt haben oder sowas. In der Regel entdecken wir die Fehler und teilen das dann dem sendenden System mit. Was ist so ein Klassiker? Also ein klassischer Fehler, der regelmäßig oder häufig auftaucht? Regelmäßig tatsächlich, dass irgendwelche Files fehlen, weil irgendwo Abfragen im Quellsystem nicht funktionieren. Einer der Dienstleister, der hat dann umgestellt, hat gesagt, wenn wir die Files nicht erzeugen können, dann schicken wir euch einfach die Files von gestern. Das heißt, wir haben auf unserer Seite dann, nachdem wir festgestellt haben, dass manche Files über Wochen sich nicht ändern, haben wir umgestellt, dann
Checks eingebaut, wenn die Files sich nicht ändern, dann kriegen wir 1, 2, 3, also immer wieder Nachrichten. Das ist jetzt das 4. Mal, dass sich die Files nicht geändert haben. Also irgendwas ist in eurem Source-System los und dann fangen die an zu untersuchen. Okay. Das ist dann auch wieder peinlich. Also wir würden erwarten, dass sie das von vornherein machen. Das heißt, ihr reagiert immer auf Fehlerfälle, versucht die dann über irgendwelche Werkzeuge, Trigger, Tools abzufangen, um für die Richtig. Zukunft dann Meldungen zu bekommen, Hinweise zu Richtig. bekommen, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist. Genau, also wir waren jetzt bei den groben Fehlern mit fehlenden Files. Wir haben ja Fehler, dass zum Beispiel ein Teil der Datensätze fehlt. Es kann ja auch mal gewollt sein, dass bestimmte Datensätze fehlen, deswegen lassen wir so einen Import rein. Aber wir haben unsere Warning und stellen fest, Moment, hier ist was komisch. Und dann untersuchen wir das auf unserer Seite. Kann das denn jetzt sein? Ist da was weggefallen, absichtlich, oder ist das was anderes? Und wenn das was anderes ist, dann müssen wir mit dem Dienstleister nochmal reden. Also ich stelle mir das wie so ein dynamisches System vor. Ihr reagiert permanent auf die, Ja. ich will jetzt nicht sagen Wir merken- Unzulänglichkeiten, Genau. aber auf das, was Also das ist tägliche Arbeit. Also wir haben natürlich viele Datenquellen, das heißt, aber pro Datenquelle passiert immer wieder irgendwas, also erstaunlich häufig. Neben so fehlenden Datensätzen haben wir dann eben auch, dass Spalten plötzlich dünn besetzt sind. Also wir erwarten eine bestimmte Datenfüllung einer Spalte und merken dann, wenn jetzt von den 10.000 Einträgen plötzlich nur noch 1.000 da sind. Also da haben wir auch Checks drauf gebaut. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass da immer wieder sowas passiert ist. Aber das kriege ich ja, sagen wir mal, ich will nicht sagen leicht, aber das kriege ich ja quasi technisch hin, indem ich Genau, gucke, das kriege ich technisch hin. Wie kriege ich denn diese andere Problemstellung hin, die du eingangs erwähnt hast, bezogen auf die Bank, dass also die Feldinhalte möglicherweise verdreht sind oder falsch sind oder Zum einen ist so, dass wir die Source-Systeme, die da so typischerweise angebunden werden, sehr gut kennen. Wir wissen, wie ein Siebel-System aussieht, wir wissen, wie das Viva-System aussieht, wir wissen, wie das Impact-System aussieht, und zwar nicht nur so High-Level, sondern wir haben meisten dieser Systeme administrative Erfahrung. Das heißt, wir wissen in der Regel sehr gut, was da für Fehler auftreten können, wie die Datenstruktur aussieht. Was wir feststellen, ist, dass Dienstleister uns gerne Daten aus dem Datamart bereitstellen. Ja? Das heißt, der Datamart wird dann aufgebaut anhand eines ihrer Systeme, sagen wir mal einem Siebel-System. Dann switchen die zu einem Viva-System und versuchen jetzt ihre Viva-Daten in die Struktur des Siebel-Systems reinzupressen. Und das funktioniert nicht immer gut. Das heißt also, wir kriegen Daten, denen wir ansehen, die sind aus einem Siebel-System in ein Viva-System gewandert und jetzt von dem Viva-System wieder extrahiert worden in diese Siebel-Struktur. Das bekommen wir zur Verfügung gestellt. Wir erkennen dann anhand der IDs, okay, ihr holt dieses Feld aus dieser Tabelle. Diese Tabelle wird aber im Viva-System, die kann gepflegt werden, aber da ist kein Prozess dahinter offensichtlich, dass sie gepflegt werden muss. Wie beurteilst du darüber hinaus das Domänenwissen, also das Wissen über pharmazeutische Zusammenhänge, über dieses Fachwissen? Ist das darüber hinaus auch wichtig, um Qualität von Daten beurteilen zu können? Ja, denke schon. Also wir haben viele Stellen, wo es da gerade darum geht, Lookup-Werte ineinander zu übersetzen. Indikationen oder Statuswerten oder sowas. Wird das überall ein bisschen anders heißen. Wir konsolidieren das also alles. Und anhand der Daten können wir dann feststellen, okay, also das, was du Site Activation nennst, nennen wir offensichtlich nicht Site Activation. Für uns ist Site Activation etwas anderes. Wir sehen das anhand der Daten, weil bestimmte Meilensteine nicht so richtig zu dem passen, was ihr als Status mitliefert. Und da muss dann nochmal diskutiert werden. Natürlich werden anfangs, wenn so eine Integration aufgesetzt wird, werden diese Sachen diskutiert. Das ist oft nicht bis ins Letzte. Aber bringst du das schon gut rüber? Das ist so das, wo ich immer sage, so, ich kenne die Daten, mein Bauch stutzt, da kann irgendetwas nicht stimmen. Da fallen ja genau diese Faktoren rein, die Technik zu kennen, die Systeme zu kennen, Domänenwissen zu haben, wenn der Bauch dann reagiert. Ja. Hast du ein Beispiel, wo dein Bauch reagiert hat, wo er gesagt hat, das kann ja gar nicht sein, was da passiert ist? Es gibt einen großen Fall, wo wir plötzlich die Nachricht bekamen, 650.000 Datensätze sind gelöscht worden. Da brauchten kaum den Bauch. Das konnte nicht sein.
Wir haben keine Checks gehabt, die uns sagten, wenn mehr Daten als erwartet da sind, das ist ja eigentlich ein normaler Prozess. In diesem Fall statt 1000 Datensätzen 650.000 Datensätze. Und das lag daran, dass dann auf CIO-Seite bestimmte Sicherheitsrestriktionen plötzlich mal weggefallen waren. Oh Gott. Wir also 650.000 Datensätze bekamen, die wir nicht haben wollten. Das gab dann einen größeren Aufwasch. Denn auf unserer Seite mussten wir natürlich auch dafür sorgen, dass diese Daten wieder aus dem System verschwinden. Überall aus dem System verschwinden. Wir haben da ja Audit Trails, wir haben Data Retention. Überall dort mussten wir diese Daten entfernen. Und zwar wohl dokumentiert, weil es eben nicht unsere Daten waren und die so gar nicht dahin gehört hatten. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass der Dienstleister euch Daten zur Verfügung gestellt hat, die eigentlich einem anderen Pharmahersteller zu? Richtig, Oh. richtig. Und zwar in großen Mengen. Kann man dann ist auch so davon ausgehen, dass die Daten in umgekehrter Richtung verteilt wurden? Das ist eben unsere Befürchtung gewesen. Der Dienstleister hat dann nur geantwortet, dafür hätte er keine Evidenz. Wir wissen es nicht. Der bekommt ein Audit und da sind wir dann aber nicht mehr involviert natürlich auf dem Level. Es waren jetzt glücklicherweise in dem Moment keine wirklich kritischen Daten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir glücklicherweise Abfangjäger haben, auch bei unserem Datenexport. Das heißt, diese Daten sind nicht in irgendwelche Reports oder sowas reingeflossen. Wie kriege ich Ihnen das jetzt in den Griff? Also was gibt es denn sozusagen für Möglichkeiten, was hilft, um solche Unzulänglichkeiten, um diesen Begriff nochmal zu benutzen, bei einem Import von Daten externer Dienstleister, um das ein bisschen besser zu regulieren? Sind das Spezifikationen? Also wie kann man das, sind es Menschen, die Domänenwissen haben? Also wie kriegt man das in den Griff? Also vieles geht über Wissen. Also wir haben gegenüber den Dienstleistern oft den Vorteil, dass wir systemübergreifend das Wissen haben, was da zu erwarten ist an den Daten. Und wir stellen immer wieder fest, beim Dienstleister, da gibt es den CDMS-Spezialisten, den EDC-Spezialisten, den Datamart-Spezialisten und die scheinen anscheinend nicht miteinander zu reden oder auf keinen Zugriff zum jeweils anderen System zu haben. Das heißt, die verlassen sich immer auf das, was sie bekommen oder was rausgeschickt wird. Bei uns ist eher so, wir haben Leute, die über diese Domänen hinweg Bescheid wissen und das auf diese Weise besser verstehen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Heißt also, wenn ich einen Dienstleister habe oder einen Menschen habe, der einfach nur auf den Knopf drückt, einen Import gestaltet, der Import sagt, alles fein, grün, dann heißt das noch lange nicht, dass die Qualität, welche Tools auch immer benutzen, dass die Qualität dem entspricht. Ich brauche halt einen hohen Anteil an Fachwissen an der jeweiligen Stelle, um gleich von Anfang an dafür zu sorgen, dass es in die richtigen Bahnen läuft. Das ist der Wunsch. Ansonsten passieren Fälle wie, dass Medikamente zum Beispiel ins falsche Krankenhaus geschickt werden, weil in einem Quellsystem irgendwo ein Default-Wert gesetzt ist. Und das passiert nicht einmal, sondern das passiert oft. Fazit aus deiner Sicht? Zum einen hätte ich gesagt, CIOs werden ein bisschen überschätzt. Zum anderen, man braucht eben tatsächlich systemübergreifendes Wissen. Es reicht nicht, dass man sich in seinem kleinen System auskennt. Es hilft für die Fehleranalyse, wenn man systemübergreifendes Wissen hat. Was meint CIOs werden überschätzt im Sinne von der Qualität der Anlieferung von? Es ist immer die Hoffnung, das wird outgesourced und jetzt ist es ganz einfach, der CIO kümmert sich um alles. Tatsächlich werden wir da aber regelmäßig enttäuscht. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, Hans-Bernd, sehr spannend. Wir bleiben in jedem Fall wie immer im Gespräch und mal gucken, was es noch für schöne Geschichten gibt. Hat Spaß gemacht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.